Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu einer neuen Review von einem Proplica-Item. Woo! Ja, und zwar habe ich hier Sailor Chibi Moons erste Brosche, oder wie es offiziell heißt, das Sailor Chibi Moon Prism Heart Compact. Das habe ich vor allem gekauft, weil es für Proplica-Verhältnisse sehr günstig war, aber auch, weil ich die Verwandlungsmelodie mega feiere. Aber gut, heute werden wir uns dieses Ding hier genauer anschauen und ich zeige euch, was es alles so kann. Denn es spielt natürlich auch Musik und macht Licht und so weiter. Aber bevor wir mit der Brosche anfangen, hier nochmal ganz kurz der Karton. Der ist wie immer super hübsch designt. Hier oben haben wir den Toy-Sticker. Ja, also ich finde die Proplica-Verpackungen sind immer mega schön. So. Dann kann man das hier abschieben und dann ist das hier die kleine Box. Ja, genau, hier war dann die Brosche drin. Außen sieht das auch wieder sehr hübsch aus, hier mit so einer glänzenden Goldschrift. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. So. Mit dabei ist auch diese ausklappbare japanische Anleitung. Und auf der Rückseite davon haben wir ja, so ein paar Bildchen aus dem Anime und so ein bisschen Hintergrund zu der Brosche und so weiter. Und für die Nicht-Japaner gibt es ja auch noch diese kleine englische Anleitung mit den wichtigsten Infos. Mit dabei ist außerdem dieses kleine Teil und ich glaube, naja, das ist halt, damit man die Brosche so ein klein bisschen aufrechter hinlegen kann, damit man sie halt schöner ausstellen kann. Ich hoffe, ich mache das hier richtig. Wenn nicht, dann sorry. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber gut, kommen wir doch jetzt mal zu den mega coolen Funktionen des guten Stücks. Erstmal muss ich sagen, ich finde diesen großen Kristall hier, der ist sehr schön gelungen. Ansonsten, ja, ist es jetzt eher ein relativ schlichtes Design. Man drückt hier drauf und dann kann man dieses Ding lösen. Es kann allerdings ein bisschen schwer gehen. Moment. Nee, okay, es ging doch ziemlich schnell. Das hier ist der Einschaltbutton und wie ihr seht, geht der aber in zwei verschiedene Richtungen, nämlich A und B. Und das stellt die Lautstärke ein, also A ist der etwas leisere Modus und B, ja, ist der ziemlich laute Modus. Also ich würde mal sagen, wir nehmen A, denn B ist halt wirklich laut. Okay, dann gibt es hier oben diesen grünen und den blauen Edelstein. Das zeigt den Modus an. Es gibt nämlich 3 verschiedene Modi. Dafür drückt man hier hinten auf den Knopf. Jetzt hat hier gerade der grüne Knopf aufgeblinkt. Genau, das ist der erste Modus, sagen wir einfach mal. Und ja, dann drücken wir doch einfach mal in die Mitte. Ja gut, das hier ist die kurze Version der Verwandlung. Da ist jetzt nicht so viel Musik, es sind halt eher Soundeffekte und einmal der Spruch. Denn ich denke mal, so kennt man es ja auch aus der Serie, dass Sailor Chibi Moon ja keine richtige Einzelverwandlung hat, sondern halt meistens einfach nur ihren Spruch schreit, wenn sie ihn überhaupt mal schreit. Aber im S-Movie gab es eine richtige Chibi Moon Einzelverwandlung und danach auch nochmal im Anime, aber halt auch nur einmal. Deshalb ist das ziemlich unbekannt. Was schade ist, denn ich finde die Verwandlung eigentlich ziemlich cool, vor allem weil die Musik so cool ist. Ja, und um die zu hören, drücken wir hier ein bisschen länger auf den mittleren Knopf. Oder? Aha. Ja, wie schon gesagt, feiere ich diese Verwandlungsmusik sehr und es ist schade, dass die so unbekannt ist. Da gibt's auch eine etwas abgeänderte, aber dafür längere Version aus einem Videospiel. Kann ich euch vielleicht verlinken, wenn ich dran denke. Naja, sehr cool. Aber was kann die Brosche denn noch? Wir drücken dann hier nochmal drauf. Dann sind wir hier jetzt im blau leuchtenden Modus. Und naja, was passiert denn hier, wenn man kurz drauf drückt?
Ja, da kommt ihr japanischer Ansagespruch. Ist das nicht cool? Ich glaube aber, das ist auch alles, was der blaue Modus hier kann. Wenn man hier länger drauf drückt, kommt, glaube ich, einfach das Gleiche. Genau. Man kann aber abbrechen, genau, indem man hier einfach nochmal auf die Mitte drückt. So, es gibt aber auch noch den dritten Modus. Hier leuchten dann beide. Naja, und hier ist dann der typische Modus ohne Stimme, also ja, die Verwandlungsmusik einmal in kurz und in lang. Aber man kann halt hier die Sprüche selber mitschreien, das zeige ich euch auch nochmal. Aber ich glaube, dafür werde ich hier mal ein bisschen abdunkeln, damit ihr das Licht besser seht. Okay, dann hier einmal die kurze Verwandlung. Es sieht für mich übrigens in Real Life weniger grell aus, als es durch die Kamera wirkt. Und noch die lange Verwandlung. Aber das war es noch nicht mit den Sounds. Und zwar kann man das gute Stück auch aufmachen. So, so sieht es von innen aus. Ich glaube übrigens, im Anime hat man nie gesehen, wie das Ding von innen aussieht, oder? Ich bin gerade selber nicht mehr sicher. Wenn, dann hat man halt hier für dieses Item die Innenseite designt. Naja, und hier drinnen gibt es auch noch eine Special-Funktion mit dem Spiegel unten, wenn man nämlich hier vorne auf diesen Stern drauf drückt. Ja, es leuchtet Neo Queen Serenity unten auf und es, ja, gibt nochmal einen japanischen kleinen Monolog von Chibi Moon. So, ich habe hier nochmal ganz kurz ein bisschen dunkler gemacht, damit man es besser sieht, denn es gibt noch einen zweiten kleinen Monolog. Okay, also ich glaube, sie sagte, dass ihre Mutter gesagt hat, dass sie im 20. Jahrhundert ganz viele Freunde finden soll oder sowas ähnliches. Ich kann auch noch mal versuchen, ob ich bei dem ersten Satz was raushöre. Das hier war, glaube ich, sowas wie Sailor Moon und Co. sind meine wichtigen Freunde und ich werde es nicht zulassen, dass du mit diesem reinen Herzen irgendwas. Also irgend sowas in die Richtung. Falls ihr das genauer übersetzen könnt, könnt ihr es mir natürlich auch gerne schreiben. Übrigens, der Spiegel hier oben, da ist auch noch so eine Lasche, die man abziehen könnte. Aber ich werde hier mal die Schutzfolie drauf lassen. Ja, und das war das Sailor Chibi Moon Prism Heart Compact. Das waren alle Funktionen. Also einmal die lange und die kurze Verwandlung, jeweils einmal mit und ohne Stimme. Dann der Ansagespruch von Sailor Chibi Moon. Und dann noch diese zwei Dialogoptionen mit Neo Queen Serenity innen drin. Yeah! Das Teil ist natürlich wie alle Proplica-Items mega cool. Es sieht auch super schön aus. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, normalerweise sind mir die Proplica-Items halt zu teuer, auch wenn sie mega cool sind und ich sie natürlich alle gerne hätte. Für den Normalpreis hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft, aber ich hatte halt hier Glück und hab's ein bisschen günstiger erstanden. Aber yay, so wächst meine Proplica-Sammlung doch noch um ein Teil. Und ja, falls ihr meine anderen Reviews zu den Proplica-Items noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das tun. Ich habe bisher eins gemacht zum Heiligen Gral und dann noch ein gemeinsames Video zum Moonstick und zur Brosche der dritten Staffel. Die können auch ziemlich cooles Zeug. Ja, und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.